Moin und herzlich willkommen hier bei Bianco Royal Space. Viele kennen uns vielleicht schon ein paar Jahre. Wir sind ja seit 7 Jahren als Contributor für Node-RED unterwegs. Haben hauptsächlich die Packages für OPC-UA, Modbus, OPC-UA Server, also programmierbarer Server, den man als Schnittstelle für Node OPC-UA benutzen kann. Und wir hoffen, dass wir euch damit gut unterstützen konnten. Jedenfalls haben wir bis jetzt sehr, sehr positive Rückmeldungen auch für die jeweiligen Packages. Wir wissen auch, dass noch eine Menge zu tun ist, also eine Menge noch offen ist. Allerdings haben wir das natürlich jetzt immer die ganze Zeit in unserer Freizeit erledigt. Wir haben keinerlei finanzielle Unterstützung, bis auf ein, zwei kleine Sachen ganz am Anfang mal, die uns da unterstützt haben. Ansonsten ist diese ganze Arbeit sozusagen aus der Bianco Royal Firma heraus, die unsere erste Firma war, freiwillig geschehen, in unserer Freizeit geschehen. Jetzt ist Bianco Royal Space ein Teil der Firma Ideationware geworden, denn wir haben gesagt, Bianco Royal soll weiterleben als unser Open Source Teil der Firma Ideationware. Wir haben dazu jetzt noch die Website Node-RED Plus ins Leben gerufen, denn wir wollen gerne für alle Node-RED Interessierten einen Anlaufpunkt hier in Deutschland, also deutschsprachig, englischsprachig anbieten, gerade für das Industrial IoT, also kurz IIoT, denn die Leute, die sozusagen oder Firmen, die unsere Packages benutzen, wie das IIoT OPC-UA oder eben Modbus, sollen hier auch eine Möglichkeit haben, auf Support zurückzugreifen in Zukunft. Das heißt, die eine Seite ist eben, wenn wir hier über die Übersicht gehen, ist diese Community-Seite, wo wir versuchen wollen, unsere Community-Arbeit etwas transparenter zu machen. Und der zweite Teil wäre hier der Mitgliederbereich, den man aktuell nur über die Übersicht erreichen kann in der Website. Denn wir sind noch im Aufbau, wir sind noch dabei, alles zu erzeugen, was hier dahinter steht. Das heißt, in diesem Mitgliederbereich kann man eben als Sponsor, als Partner, als Mitglied mitmachen, uns ein bisschen unterstützen finanziell, dass wir die Arbeit hier weitermachen können. Heißt, jeder Cent, den ihr uns gebt, fließt sozusagen in die Entwicklung, in die Dokumentation, Tutorials, Examples, also all das, was man gut gebrauchen kann täglich für die Arbeit mit Node-RED und den Contribution Packages. Die Idee auch hier insgesamt ist nochmal, dass wir uns einen Überblick verschaffen, welche Packages ihr am meisten benutzt, also welche Packages werden häufig geladen, welchen Kontext hat dieses Package, also wo werden diese Packages benutzt. Haben wir hier schon mal eine kleine Auflistung gemacht. Und wie können wir diese Packages nach vorne bringen. Also mehr Tests, mehr Dokumentation, Beispiele, Anleitungen, all das, was ihr so gut in eurer täglichen Arbeit oder zumindest in den Projekten gebrauchen könnt. Das ist die Idee nachher von unserem Member-Bereich fürs Node-RED Plus, dass ihr euch hier registrieren könnt, Zugriff bekommt, einen Account bekommt. Und wenn wir uns hier einfach mal beispielhaft anmelden, da ist jetzt natürlich noch einiges im Aufbau, da muss noch was passieren. Doch die Anmeldung ist jetzt für einen Demo-Account, kann man sich mal bei uns melden, wenn man mal reinschnuppern möchte. Man bekommt dann nur die Community-Inhalte, sozusagen, die etwas abgespeckter sind, aber am Ende ist es so, dass wir Tools anbieten wollen. Also das ist eine kleine Node-RED CLI, die wir hier haben, mit der man die Flows und die Knoten, die einzelnen Knoten direkt über die Kommandozeile bearbeiten kann. Wir haben eine ganze Menge Anleitungen, Beispiele und Dokumentationen, was basierend auf MDBook erstellt wird. Das heißt, es sind reelle Bücher, also Online-Bücher über die Contributions, die ihr dann nutzen könnt. Und gerade in den Anleitungen, in den Beispielen wollen wir hier wirklich tiefer gehen, dass ihr zum einen in den Beispielen eine ganze Menge mehr Anleitungen habt und in den Anleitungen selbst dann aber nochmal die Verknüpfung zu den Beispielen findet. Ja. Deswegen, wir haben gerade noch einen Feuermelder-Test im Hintergrund gehabt. Ich lasse es jetzt einfach mal so, ist halt so, gehört zur Sicherheit des Hauses dazu. Genauso wie das Testen zu Node-RED. Dazu könnt ihr auf der Node-RED-Con 22 noch einen Vortrag von mir sehen, wo wir dann zeigen, wie wir letztendlich für unsere Packages die Qualität da auch versuchen zu erhalten. Wir wissen, dass einiges nicht mehr ganz so pralle ist und wir noch was verbessern müssen, aber hey, helft uns, dass wir es besser machen können. Unterstützt uns mit einem Sponsoring, ganz ohne Zwang, ohne Vertrag. Einfach, ihr könnt bei GitHub los starten, uns hier sozusagen über diesen Sponsor-Button erreichen, wo ihr selber bestimmen könnt, wie viel ihr uns unterstützen wollt. Oder was uns natürlich auch hilft, nicht nur Geld, sondern vor allem hilft uns auch, wenn ihr helft, schickt uns Dokumentationen, die ihr habt, vielleicht für unsere Software. Schickt uns einfach alles, was ihr so gesammelt habt, vielleicht über die letzten Jahre, über unsere Packages, dass wir es hier zusammentragen können in Node-RED Plus und zur Verfügung stellen können.
Dazu wollen wir den Autoren auch noch bieten, dass es eine Vergütung gibt dafür. Das heißt, alles, was wir in Geld einnehmen, wollen wir natürlich auch dafür einsetzen, dass die Inhalte weiter wachsen und vielleicht auch bestehende Inhalte integriert werden können. Sprich, wenn ihr was habt, sprecht ihr uns auch gerne an, wenn ihr es nicht umsonst hergeben wollt. Wir wollen dann gerne mit euch eine Lösung finden, wie wir letztendlich diese ganzen Inhalte zusammenführen und integrieren können. Denn im Endeffekt ist es doch für alle besser, wenn wir es einmal an einer Stelle machen, sich einfach ein paar Leute darum kümmern und wir eine wirklich gute Lösung für die Node-RED-Integration haben. Denn dann könnt ihr euch genau darum kümmern, was wirklich wichtig ist, nämlich die Projekte umzusetzen. Und wir kümmern uns darum, dass ihr die richtigen und die besten Werkzeuge in der Hand habt. In diesem Sinne hoffe ich auf eure Unterstützung. Ich freue mich darauf, auch mich mit euch auszutauschen. Sprecht uns gerne an, sprecht mich gerne an, wenn ihr da Ideen habt oder sagt, hey, ich habe da noch was, einfach gerne melden. Wir sind gut erreichbar, vor allem auch über die Website. Wir haben ein Kontaktformular, das könnt ihr gerne nutzen, dass ihr auch einfach in dem Kontaktformular angebt, was ihr wollt, also ob es ein Vorschlag ist, den ihr uns gerne machen wollt oder ob es irgendwie eine Inspiration ist, die ihr weitergeben wollt. Her damit. Wir wollen uns einfach darum kümmern, dass die Community für Node-RED hier in Deutschland auch stark wird, dass wir da wirklich einen guten Anlaufpunkt haben und vor allem auch kleine mittelständische Unternehmen unterstützen können, die Techniker unterstützen können, so dass man vielleicht ein bisschen weniger Softwareentwicklung am Ende machen muss und wieder mehr Leute integrieren kann in die Erstellung von digitalen Lösungen. So wird Digitalisierung für alle einfacher, wenn wir alle ein bisschen an einem Strang ziehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin auch wirklich froh, dass wir jetzt diesen Schritt endlich gehen können. Es hat eine ganze Weile gedauert, ich weiß das wohl, aber wie heißt es immer so schön, was lange währt, wird gut. In diesem Sinne, bis bald.